Lektion 1: Energie und Fokus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Energie und Aufmerksamkeit woanders besser eingesetzt werden könnten. Ich weiß, was du meinst. Es ist leicht, sich in Dinge zu verstricken, die nicht wirklich wichtig sind. Genau. Ich habe versucht, Aufgaben zu priorisieren, die mit meinen Zielen übereinstimmen. Das ist ein kluger Ansatz. Konzentration ist der Schlüssel zum Erreichen sinnvoller Ergebnisse. Es geht auch darum, zu erkennen, wann man Ablenkungen loslassen sollte. Wahr. Wenn Sie zu bestimmten Dingen Nein sagen, können Sie Zeit für das gewinnen, was wirklich wichtig ist. Ich habe begonnen, Grenzen zu setzen, und das hat einen großen Unterschied in meiner Produktivität gemacht. Das ist toll zu hören. Es geht darum, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Absolut. Qualität vor Quantität, immer. Lektion 2: Wahre Arbeit entdecken. Ich habe von jemandem gelesen, der viele Dinge ausprobiert hat, bevor er sein wahres Werk vollständig erkannt hat. Das ist interessant. War es Betone? Er wurde in Gravenhorst, Ontario geboren. Ja, das war es. Er hat so viele Erfahrungen gemacht, bevor er seine Berufung gefunden hat. Es ist inspirierend, wie er sein Leben der Hilfe für andere gewidmet hat, insbesondere in der Medizin. Seine Reise zeigt, dass es in Ordnung ist, verschiedene Wege zu erkunden, bevor man sein Ziel findet. Absolut. Manchmal sind es die Umwege, die uns dorthin führen, wo wir sein sollen. Seine Geschichte erinnert mich daran, offen für neue Möglichkeiten und Erfahrungen zu bleiben. Ich auch. Es ist eine großartige Lektion in Sachen Ausdauer und Selbstfindung. Ich werde seine Geschichte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, während ich meine eigene Reise beschreite. Lektion 3: Verlorenes Gepäck. Ich hatte eine stressige Erfahrung am Flughafen. Einige Gegenstände in meinem Gepäck gingen verloren. Oh nein. Zum Glück hatte ich meinen Reisepass und mein Portemonnaie dabei, also hätte es schlimmer kommen können. Das ist eine Erleichterung. Hat die Fluggesellschaft Ihnen bei der Wiederbeschaffung der fehlenden Gegenstände geholfen? Sie arbeiten daran, aber es war mühsam, mit ihrem Kundenservice umzugehen. Ich hoffe, dass Sie das Problem bald lösen. Es ist frustrierend, wenn so etwas passiert. Das ist es, aber ich versuche, positiv zu bleiben. Zumindest habe ich das Nötigste. Das ist eine gute Einstellung. Lassen Sie mich wissen, ob ich Ihnen helfen kann. Danke, ich weiß das zu schätzen. Es ist eine Erinnerung daran, wichtige Gegenstände immer in der Nähe zu haben. Definitiv. Gute Reise beim nächsten Mal. Lektion 4: Freunde einladen. Sollten wir an diesem Wochenende mehr Leute zu der Veranstaltung einladen? Natürlich können wir unsere Freunde fragen, ob sie Zeit und Interesse haben, mitzukommen. Das ist eine tolle Idee. Je mehr, desto besser, oder? Absolut. Es wird Spaß machen, eine größere Gruppe zu haben und die Erfahrung gemeinsam zu teilen. Ich werde einige Nachrichten verschicken und sehen, wer verfügbar ist. Meinen Sie, wir sollten irgendwelche Aktivitäten planen? Definitiv. Vielleicht können wir ein Potluck oder ein paar Spiele organisieren, um alle zu unterhalten. Ein Potluck klingt perfekt. Jeder kann etwas mitbringen und wir haben weniger Arbeit. Genau. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, verschiedene Gerichte auszuprobieren und beim Essen Kontakte zu knüpfen. Ich bin schon aufgeregt. Machen wir dies zu einem unvergesslichen Treffen.
Lektion 5, Morgenroutinen. Ich beginne meinen Morgen gerne mit etwas Bewegung. Und du? Normalerweise gehe ich im Park joggen. Es ist eine großartige Möglichkeit, aufzuwachen und meinen Kopf frei zu bekommen. Das klingt erfrischend. Am liebsten mache ich Yoga zu Hause, um mich zu dehnen und zu entspannen. Yoga ist großartig für Flexibilität und Achtsamkeit. Befolgen Sie bestimmte Routinen? Ich verwende eine App, die mich durch verschiedene Posen und Atemübungen führt. Das ist praktisch. Ich habe darüber nachgedacht, Yoga auszuprobieren, um Abwechslung zu schaffen. Du solltest. Es ist eine schöne Abwechslung zum Joggen und bietet viele Vorteile. Ich werde es versuchen. Vielleicht können wir Tipps zu unseren Lieblingstrainings austauschen. Klingt nach einem Plan. Es ist immer gut, aktiv zu bleiben und neue Dinge auszuprobieren. Lektion 6, Einkaufshilfe. Entschuldigung, wo finde ich den Kundendienstschalter? Es befindet sich direkt vor dem Laden. Sie können es nicht verfehlen, es befindet sich neben dem Eingang. Vielen Dank. Ich muss eine Rückerstattung für einen von mir gekauften Artikel beantragen. Kein Problem. Die Mitarbeiter dort sind sehr hilfsbereit und kümmern sich um alles für Sie. Das ist gut zu hören. Ich hatte Angst, dass es ein komplizierter Prozess sein könnte. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden Sie dabei unterstützen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Ihre Quittung haben. Ich habe es genau hier. Nochmals vielen Dank, dass Sie mich in die richtige Richtung weisen. Gern geschehen. Viel Spaß beim Einkaufen und viel Glück bei der Rückerstattung. Ich schätze es. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Lektion 7, bezahlbares Leben. Die Stadt gilt als bezahlbarer Wohnort mit hoher Lebensqualität. Ja, und die Stadt verfügt über effiziente Transportmöglichkeiten, die die Fortbewegung sehr einfach machen. Das ist ein riesiges Plus. Ich finde es toll, wie gut man alles erreichen kann, ohne dass man ein Auto braucht. Ich auch. Das öffentliche Verkehrssystem ist zuverlässig und spart viel Zeit und Geld. Es ist auch gut für die Umwelt. Weniger Autos bedeuten weniger Umweltverschmutzung. Genau. Darüber hinaus ermöglichen die hohen Lebenshaltungskosten den Menschen, mehr Spaß ohne Stress zu haben. Mir ist aufgefallen, wie lebendig die Community ist, mit so vielen Veranstaltungen und Aktivitäten. Es ist ein wunderbarer Ort zum Leben, Arbeiten und zur Familiengründung. Ich bin wirklich froh, dass ich hierher gezogen bin. Es fühlt sich wie die perfekte Balance an. Lektion 8, Transportmöglichkeiten. Was sind die besten Transportmöglichkeiten in dieser Gegend? Normalerweise gibt es öffentliche Verkehrsmittel wie Busse oder Bahnen, die die meisten Strecken abdecken. Das klingt praktisch. Sind sie zuverlässig und häufig? Ja, sie laufen nach einem regelmäßigen Zeitplan und Sie können die Zeiten online oder in Apps überprüfen. Das ist hilfreich. Mir sind auch viele Radwege in der Stadt aufgefallen. Definitiv. Radfahren ist hier eine beliebte Option und zudem umweltfreundlich. Ich könnte es mal versuchen. Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, die Stadt zu erkunden. Es ist. Beachten Sie einfach die Verkehrsregeln und tragen Sie einen Helm. Danke für die Tipps.
Ich werde bald darüber nachdenken, mir ein Fahrrad zuzulegen. Lektion 9, Aufholen. Ich habe vor, heute Abend Spaghetti Bolognese zu machen. Hey, lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Mir ging es gut, danke. Spaghetti Bolognese hört sich köstlich an, es ist einer meiner Favoriten. Es ist schon eine Weile her, seit ich es gekocht habe, aber ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Ich bin sicher, es wird großartig. Was ist Ihre Geheimzutat? Für noch mehr Geschmack füge ich der Soße einen Schuss Rotwein hinzu. Das ist ein Profi-Tipp. Das muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Du solltest. Es wertet das Gericht wirklich auf. Wie lief es bei Ihnen? Ziemlich beschäftigt, aber gut. Ich habe auch einige neue Rezepte ausprobiert. Das ist großartig. Kochtipps sollten wir öfter austauschen. Lektion 10, Jackie Robinson. Wussten Sie, dass Jackie Robinson am 15. April 1947 Geschichte schrieb? Ja, er hat die Farbbarriere in der Major League Baseball durchbrochen, was ein großer Meilenstein war. Genau. Er ebnete den Weg für so viele Sportler und veränderte das Spiel für immer. Sein Mut und seine Entschlossenheit sind wirklich inspirierend. Er war mit so vielen Widrigkeiten konfrontiert. Es ist erstaunlich, wie er trotz der Herausforderungen konzentriert blieb und hervorragende Leistungen erbrachte. Sein Vermächtnis geht über den Sport hinaus, er wurde zum Symbol für Gleichheit und Fortschritt. Ich denke, es ist wichtig, sich an Persönlichkeiten wie ihn und die Wirkung zu erinnern, die sie hatten. Absolut. Seine Geschichte erinnert uns an die Kraft von Beharrlichkeit und Integrität. Hoffen wir, dass sein Erbe auch künftige Generationen inspiriert. Lektion 11, fairer Wettbewerb. Der Nachweis leistungssteigernder Medikamente bei Sportlern ist schwierig, aber wichtig. Die meisten Athleten möchten ohne unfaire Vorteile an Wettkämpfen teilnehmen, daher ist es wichtig, ihre Integrität zu wahren. Genau. Fairer Wettbewerb ist die Grundlage für Sportsgeist und Respekt. Es geht auch darum, die Gesundheit der Sportler zu schützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Ich denke, dass strengere Tests und Aufklärung dazu beitragen können, den Konsum solcher Medikamente zu reduzieren. Vereinbart. Sportler sollten ermutigt werden, sich auf Training und natürliche Talente zu konzentrieren. Es ist ein komplexes Thema, aber das Ziel sollte immer ein sauberer und fairer Sport sein. Absolut. Hoffen wir, dass Ehrlichkeit und Fairness auch in Zukunft im Sport an erster Stelle stehen werden. Auf eine Welt, in der Sportler durch ihre harte Arbeit und ihr Engagement glänzen können. Lektion 12, die Zukunft schützen. Viele Menschen streben danach, die Welt für ihre Kinder und zukünftige Generationen besser zu machen. Es ist ein hehres Ziel. Jeder verdient Schutz, besonders in verletzlichen Momenten. Ich denke, es geht darum, ein sicheres und unterstützendes Umfeld für alle zu schaffen. Absolut. Kleine Maßnahmen wie Freundlichkeit und Aufmerksamkeit können einen großen Unterschied machen. Es ist auch wichtig, sich für Richtlinien einzusetzen, die die Rechte und das Wohlergehen der Menschen schützen. Wahr. Veränderungen beginnen beim Einzelnen, wachsen aber durch gemeinsame Anstrengungen. Hoffen wir, dass sich mehr Menschen der Bewegung anschließen, um eine bessere Welt aufzubauen. Ich glaube, dass sie es tun werden. Jeder Schritt nach vorne zählt, egal wie klein er ist.
Gemeinsam können wir eine Zukunft schaffen, in der sich jeder sicher und wertgeschätzt fühlt. Lektion 13, Forschung und Debatte. Die Idee hinter der Arbeit besteht darin, die Studierenden dazu zu bringen, die Fakten zu recherchieren und die Themen zu diskutieren. Das ist ein toller Ansatz. Es fördert kritisches Denken und aktives Lernen. Genau. Die Studierenden lernen, Informationen zu analysieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Es hilft ihnen auch dabei, Kommunikationsfähigkeiten und Selbstvertrauen beim Ausdruck von Ideen zu entwickeln. Ich denke, es ist wichtig, die Schüler mit unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen vertraut zu machen. Absolut. Es bereitet sie auf reale Situationen vor, in denen sie spontan denken müssen. Debatten lehren auch Respekt für die Standpunkte anderer, auch wenn diese unterschiedlich sind. Das ist eine wertvolle Lektion. Es fördert Empathie und Aufgeschlossenheit. Hoffen wir, dass mehr Pädagogen diese Methode übernehmen, um Schüler zu stärken. Lektion 14, Herbstschönheit. Es fühlt sich an, als wäre ein Künstler vorbeigekommen und hätte alle Bäume mit leuchtenden Farben bemalt. Der Herbst ist wirklich magisch. Die Rot-, Orange- und Gelbtöne lassen alles so lebendig aussehen. Ich liebe es, wie die Luft etwas kälter wird, es aber immer noch angenehm ist, draußen zu sein. Ich auch. Es ist das perfekte Wetter für lange Spaziergänge und zum Genießen der Landschaft. Haben Sie einen Lieblingsort, an dem Sie die Herbstfarben genießen können? In der Nähe gibt es einen Park mit einem Wanderweg, der zu dieser Jahreszeit absolut atemberaubend ist. Das klingt wunderbar. Vielleicht können wir dieses Wochenende zusammen dorthin fahren. Das würde mir gefallen. Wir können ein paar heiße Getränke mitbringen und einen schönen Tag daraus machen. Perfekt. Es sind Momente wie diese, die den Herbst zu meiner Lieblingsjahreszeit machen. Lektion 15, verwöhnende Leckereien. Ich hatte gerade das köstlichste Stück Schokoladenkuchen. Es war so reichhaltig und befriedigend. Oh, ich stimme zu. Es ist schön, ab und zu etwas Verwöhnendes zu sich zu nehmen. Genau. Das Leben ist zu kurz, um die kleinen Freuden nicht zu genießen. Haben Sie ein Lieblingsdessert, dem Sie nicht widerstehen können? Käsekuchen ist meine Schwäche. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von allem, was Karamell hat. Es ist einfach so beruhigend. Karamell ist unglaublich. Vielleicht sollten wir bald einen Dessertabend veranstalten. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Wir können versuchen, gemeinsam etwas Neues zu machen. Ich bin dabei. Es wird Spaß machen, zu experimentieren und uns etwas Gutes zu tun. Lektion 16, Bells Labor. Wussten Sie, dass Bell in seinem Labor in Washington, D.C. an seinen Erfindungen arbeitete? Ja, aber ich habe gehört, dass ihm das heiße, schwüle Sommerwetter dort nicht gefiel. Das stimmt. Tatsächlich verbrachte er die Sommer in Nova Scotia, um der Hitze zu entfliehen. Es ist interessant, wie sich die Umgebung auf Kreativität und Produktivität auswirken kann. Absolut. Eine angenehme Umgebung kann einen großen Unterschied in Bezug auf Konzentration und Inspiration machen. Ich frage mich, ob seine Zeit in Nova Scotia irgendeine seiner Erfindungen beeinflusst hat. Es ist möglich. An einem friedlichen Ort zu sein, hätte möglicherweise neue Ideen ausgelöst. Die Natur hat die Fähigkeit, den Geist zu klären und neue Perspektiven zu eröffnen. Definitiv. Vielleicht sollten wir uns alle an seinem Buch orientieren und unseren idealen Arbeitsplatz finden.
Lektion 17, Brücken bauen. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen in letzter Zeit freundlicher und aufgeschlossener werden. Ja, es wurden einige Gespräche zwischen katholischen und protestantischen Beamten geführt, um Konflikte zu lösen. Das ist ein positiver Schritt. Der Dialog ist so wichtig für Verständnis und Einheit. Es ist ermutigend zu sehen, dass Anstrengungen unternommen werden, um Lücken zu schließen und Gemeinsamkeiten zu finden. Ich denke, es ist eine Erinnerung daran, dass wir uns alle ähnlicher sind, als dass wir unterschiedlich sind. Absolut. Die Konzentration auf gemeinsame Werte kann dazu beitragen, Spaltungen zu überwinden. Es geht auch darum, zuzuhören und bereit zu sein, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wahr. Veränderungen beginnen mit kleinen Schritten, können aber zu großen Veränderungen führen. Hoffen wir, dass diese Bemühungen weiter wachsen und die Menschen einander näher bringen. Lektion 18, einzigartige Individuen. Niemand auf der Welt ist genauso wie ich. Sie haben vielleicht die gleiche Haarfarbe oder Größe, aber das ist alles. Das ist so wahr. Jeder Mensch ist einzigartig, mit seinen eigenen Erfahrungen und seiner eigenen Persönlichkeit. Es ist faszinierend, wie jeder etwas Besonderes zu bieten hat. Absolut. Das macht das Leben so interessant und vielfältig. Ich denke, es ist wichtig, unsere Unterschiede zu feiern, anstatt uns zu vergleichen. Definitiv. Die Akzeptanz der Individualität ist der Schlüssel zu Selbstvertrauen und Glück. Es ist auch eine Erinnerung daran, freundlich zu sein, denn jeder hat seine eigenen Probleme. Das ist eine tolle Perspektive. Wir wissen nie, was jemand anderes durchmacht. Bemühen wir uns, die Einzigartigkeit in uns selbst und anderen zu schätzen. Lektion 19, Polizeiintervention. Er gab der Polizei die Adresse des Hauses des Mannes und sie handelte schnell. Das ist gut zu hören. Es ist wichtig, verdächtige Aktivitäten zu melden, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die Polizei klopfte an die Tür und ging professionell mit der Situation um. Es ist beruhigend zu wissen, dass die Strafverfolgung da ist, um uns zu schützen. Ich denke, es ist eine Erinnerung daran, wachsam zu bleiben und aufeinander aufzupassen. Absolut. Die Sicherheit der Gemeinschaft liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Es geht auch darum, dem System zu vertrauen und gemeinsam Probleme zu lösen. Wahr. Die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Behörden macht einen großen Unterschied. Hoffen wir, dass dieser Vorfall anderen als Lehre dient, bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen. Lektion 20, anpassungsfähig bleiben. In der heutigen, sich schnell verändernden Welt müssen wir anpassungsfähig bleiben, um zu überleben. Absolut. Es ist wichtig, informiert und offen für neue Denkweisen zu bleiben. Ich denke, Flexibilität hilft uns, Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen. Definitiv. Wer sich der Veränderung widersetzt, bleibt oft auf der Strecke. Es geht auch darum, neue Fähigkeiten zu erlernen und neugierig zu bleiben. Vereinbart. Lebenslanges Lernen ist der Schlüssel, um relevant und belastbar zu bleiben. Ich habe versucht, Veränderungen anzunehmen, anstatt sie zu fürchten. Das ist eine großartige Einstellung. Veränderungen können beängstigend sein, stecken aber auch voller Potenzial. Machen wir Anpassungsfähigkeit zu unserer Superkraft in dieser sich ständig weiterentwickelnden Welt. Lektion 21, Risikomanagement. Zu einem wirksamen Management gehört die Identifizierung potenzieller Risiken und die Entwicklung von Notfallplänen. Absolut.
Eine gute Vorbereitung kann auf lange Sicht viel Zeit und Stress sparen. Es geht auch darum, diese Pläne regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, wenn sich die Situation ändert. Wahr. Flexibilität ist der Schlüssel im Umgang mit Unsicherheiten. Ich denke, dass Kommunikation eine große Rolle beim effektiven Risikomanagement spielt. Definitiv. Die Information aller Beteiligten gewährleistet eine koordinierte Reaktion. Das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich, um größere Störungen zu vermeiden. Vereinbart. Proaktive Planung ist immer besser als reaktives Durcheinander. Machen wir das Risikomanagement zu einer Priorität in unseren künftigen Projekten. Lektion 22. David Livingstone. Im Jahr 1836 begann ein junger Schotte namens David Livingstone in Glasgow Medizin zu studieren. Das ist faszinierend. Er entwickelte sich zu einem der berühmtesten Entdecker der Geschichte. Ja, seine Arbeit in Afrika und sein Engagement für die Beendigung des Sklavenhandels waren bemerkenswert. Es ist inspirierend, wie er seine medizinischen Fähigkeiten mit seiner Leidenschaft für Entdeckungen kombinierte. Ich denke, seine Geschichte ist eine Erinnerung daran, welchen Einfluss ein einzelner Mensch auf die Welt haben kann. Absolut. Sein Mut und seine Entschlossenheit veränderten unzählige Leben. Es ist auch eine Lektion darin, ihrer Berufung zu folgen, auch wenn der Weg schwierig ist. Wahr. Sein Vermächtnis inspiriert weiterhin Menschen, etwas zu bewegen. Hoffen wir, dass seine Geschichte andere dazu ermutigt, ihre Träume zielstrebig zu verwirklichen. Lektion 23. Motiviert bleiben. Motiviert zu bleiben, um mit seinen Zielen Schritt zu halten, kann manchmal eine Herausforderung sein. Ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich immer wieder an die Vorteile, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist eine tolle Strategie. Die Konzentration auf das Endergebnis hilft, schwierige Momente zu überstehen. Es ist auch hilfreich, große Ziele in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen. Wahr. Das Feiern kleiner Erfolge auf dem Weg hält den Schwung aufrecht. Ich habe festgestellt, dass es auch einen großen Unterschied macht, über ein Supportsystem zu verfügen. Absolut. Der Schlüssel liegt darin, sich mit positiven, gleichgesinnten Menschen zu umgeben. Ermutigen wir uns weiterhin gegenseitig und konzentrieren wir uns weiterhin auf unsere Ziele. Vereinbart. Mit Entschlossenheit und Unterstützung können wir alles erreichen. Lektion 24. Einkaufen für Vielseitigkeit. Ich suche ein vielseitiges Kleid, das ich sowohl zu lässigen als auch zu formellen Anlässen tragen kann. Das ist eine tolle Idee. Ein kleines schwarzes ist aufgrund seiner Vielseitigkeit immer eine klassische Wahl. Ich dachte das Gleiche. Haben Sie Vorschläge für bequeme Schuhe, die dazu passen? Definitiv. Ein paar neutrale Ballerinas oder niedrige Absätze würden für beide Gelegenheiten gut funktionieren. Das klingt perfekt. Ich möchte etwas Stilvolles, aber Praktisches für den ganzen Tag. Sie könnten auch ein Kleid mit verstellbaren Trägern oder Schichten für unterschiedliche Looks in Betracht ziehen. Das ist eine kluge Idee. Es ist, als hätte man mehrere Outfits in einem. Genau. Accessoires wie ein Schal oder Statementschmuck können ebenfalls dazu beitragen, die Stimmung zu verändern. Das werde ich mir merken. Vielen Dank für die Tipps, das macht das Einkaufen viel einfacher. Lektion 25. Risiken eingehen. Das Leben ist voller Überraschungen, nicht wahr?
Es hat mir definitiv klar gemacht, dass wir manchmal Risiken eingehen müssen, um zu wachsen. Absolut. Das Verlassen ihrer Komfortzone kann zu erstaunlichen Chancen führen. Ich habe gezögert, neue Dinge auszuprobieren, aber ich beginne zu erkennen, wie wertvoll es ist, Risiken einzugehen. Es ist natürlich, sich so zu fühlen, aber Wachstum geschieht selten ohne ein kleines Risiko. Haben Sie einen Rat, um die Angst vor dem Scheitern zu überwinden? Konzentrieren Sie sich auf die potenziellen Vorteile und nicht auf das Was wäre wenn. Jeder Misserfolg ist eine Lektion. Das ist eine tolle Perspektive. Ich werde versuchen, Herausforderungen anzunehmen, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie erreichen können, wenn Sie diesen ersten Schritt wagen. Danke für die Ermutigung. Ich bin bereit, kalkuliertere Risiken einzugehen. Lektion 26. Abzügling von Kleidung. Ich habe darüber nachgedacht, einige meiner alten Kleidungsstücke zu recyceln, anstatt sie wegzuwerfen. Das ist eine tolle Idee. Mir gefällt die Idee, alten Kleidungsstücken ein neues Leben zu geben. Es ist auch eine unterhaltsame Möglichkeit, kreativ zu sein und gleichzeitig Abfall zu reduzieren. Haben Sie schon Projekte ausprobiert oder fangen Sie gerade erst an? Ich habe ein paar alte T-Shirts in Tragetaschen verwandelt und es war einfacher als ich dachte. Das ist großartig. Für einen frischen Look können Sie auch versuchen, Flicken hinzuzufügen oder Stoffe zu färben. Ich liebe diese Ideen. Es ist erstaunlich, wie ein wenig Aufwand etwas Altes verwandeln kann. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Ihren persönlichen Stil auf einzigartige Weise auszudrücken. Ich freue mich darauf, weitere Projekte auszuprobieren. Es fühlt sich gut an, nachhaltig und kreativ zu sein. Lektion 27. Nachhaltige Mode. Sind Sie daran interessiert, sich an neue Hobbys oder berufliche Wege zu wagen? Ich habe eine Leidenschaft für nachhaltige Mode und würde sie gerne weiter erforschen. Das ist so ein wichtiges Feld. Was reizt Sie konkret an nachhaltiger Mode? Ich liebe die Idee, stilvolle Kleidung zu kreieren, ohne die Umwelt zu belasten. Es ist inspirierend zu sehen, wie Mode sowohl schön als auch ethisch sein kann. Genau. Ich habe nach umweltfreundlichen Materialien und Zero-Waste-Designs gesucht. Das klingt faszinierend. Haben Sie darüber nachgedacht, eine eigene Marke zu gründen? Es ist ein Traum von mir. Ich würde gerne Kreativität mit Nachhaltigkeit verbinden. Ich denke, du wärst großartig darin. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Unterstützung benötigen. Lektion 28. Familienpräferenzen. Mein Bruder mag Komödien, weil er gerne lacht, aber meine Mutter bevorzugt Dramaserien. Es ist interessant, wie jeder in einer Familie so unterschiedliche Geschmäcker haben kann. Ich weiß. Das macht die Auswahl eines Films für den Familienabend etwas schwierig. Vielleicht können Sie sich bei der Auswahl der Genres abwechseln, um alle glücklich zu machen. Das ist eine gute Idee. Es macht Spaß, gemeinsam verschiedene Arten von Shows zu erkunden. Vielleicht entdecken Sie sogar etwas Neues, das Ihnen allen Spaß macht. Wahr. Es ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und unterschiedliche Perspektiven auszutauschen. Bei der Familienzeit geht es schließlich darum, Kompromisse einzugehen und Erinnerungen zu schaffen. Ich werde die Rotationsidee vorschlagen, wenn wir das nächste Mal einen Filmabend planen. Lektion 29. Gesunde Essgewohnheiten. Ich versuche in letzter Zeit, die Portionsgrößen zu kontrollieren und zu vermeiden, zu viel zu essen.
Das ist ein großer Schritt hin zu gesünderen Gewohnheiten. Es ist wichtig, auf Ihren Körper zu hören. Es ist schwieriger als ich dachte, besonders wenn das Essen wirklich gut ist. Das verstehe ich. Ein Trick besteht darin, langsam zu essen und jeden Bissen zu genießen. Das macht Sinn. Es gibt Ihrem Gehirn Zeit, zu erkennen, dass Sie satt sind. Genau. Auch das Trinken von Wasser vor den Mahlzeiten kann dazu beitragen, übermäßiges Essen einzudämmen. Das werde ich versuchen. Haben Sie weitere Tipps, um auf dem richtigen Weg zu bleiben? Es kann auch hilfreich sein, Mahlzeiten im Voraus zu planen und Ablenkungen beim Essen zu vermeiden. Das sind tolle Vorschläge. Ich bin entschlossen, gesündere Entscheidungen zu treffen. Lektion 30, Gartenarbeit. Ich habe in letzter Zeit viel Zeit damit verbracht, in meinem Garten zu arbeiten. Das klingt entspannend. Lebst du in einem Haus mit einem großen Garten? Eigentlich ist es ein kleiner Garten, aber er reicht für einen kleinen Garten und ein paar Blumen. Das ist großartig. Gartenarbeit kann so lohnend und therapeutisch sein. Ich stimme zu. Es ist befriedigend zu sehen, wie die Pflanzen wachsen und gedeihen. Haben Sie versucht, Gemüse oder Kräuter anzubauen? Ich habe mit Tomaten und Basilikum begonnen. Es ist erstaunlich, sie beim Kochen zu verwenden. Das ist großartig. Frische Zutaten sorgen dafür, dass Mahlzeiten immer besser schmecken. Es hat sich zu einem unterhaltsamen Hobby entwickelt und es ist großartig, Zeit im Freien zu verbringen. Lektion 31, Reisegeschichten. Sind Sie schon einmal ins Ausland gereist? Ja, ich war in verschiedenen Ländern. Das klingt spannend. Welches war dein Favorit? Ich habe Italien geliebt. Das Essen und die Kultur sind fantastisch. Haben Sie versucht, selbst italienische Gerichte zuzubereiten? Das habe ich. Ich habe Pasta von Grund auf ausprobiert. Es war eine Herausforderung, aber es hat Spaß gemacht. Ich kann es mir vorstellen. Welche anderen Orte möchten Sie besuchen? Japan steht ganz oben auf meiner Liste. Die Kirschblüten sehen atemberaubend aus. Absolut. Die Kultur dort ist so reich und einzigartig. Lektion 32, Tech Talk. Ich kann nur zustimmen, es ist Zeit für einige effiziente und schnelle Geräte. Absolut. Die Technologie entwickelt sich so schnell weiter. Ich liebe es, wie es unser Leben einfacher macht. Ja, aber manchmal fühlt es sich auch überwältigend an. Es stimmt, es kann eine Herausforderung sein, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich konzentriere mich auf das, was ich wirklich verbessern muss. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie Favoriten? Ich mag Smart Home Geräte wirklich, sie vereinfachen die täglichen Aufgaben. Ich denke darüber nach, mir welche zu besorgen.